Hallo liebe Leute, ich bin Akumissions mal Songs, Let's Plays und Crazy Talk Videos. Ja, heute geht's wieder weiter mit Keller Frequency. Und wir machen wieder da weiter, wo wir aufgehört hatten. Ich glaube, wir hatten das letzte Mal den Jack Brody, glaube ich, gerettet. War das da gewesen? Oder welche Stelle war es nochmal? Gucken wir mal, ob was passiert. There's gotta be more in the basement to show us who Clive is targeting. And if that's the case, we can get ahead of him. Stop the killings before they can happen. Forrest, we need to go back down. By we, you mean me, right? Yep. Like I said, I need to handle all these calls. Maybe start with that creepy mannequin room you mentioned before. I still have a lot of questions about those, by the way. Me too. Okay, das heißt, ich darf wieder raus, Leute. Wow. Oh. Na super. Wir dürfen wieder raus. Ab in den Keller. Und ein bisschen weiter untersuchen, ne? Oh Mann. Okay. Hier war's nicht, ne? Nope. Nope, nope, nope. Und hier wird's krasser. Den kompletten Keller durchsuchen. Heilige Scheiße. Oh Mann. Oh Mann. Hier waren wir ja schon mal. Warte mal. Ist es Rost oder ist es Blut? Alter. Aber das ist einfach offen. The key. Was this always here? Was? I must have missed it when I brought everything upstairs. Ah, stimmt. Er hat das Ding ja da hochgetragen gehabt, diese Pinnwand. Und da hat er vielleicht diesen Schlüssel übersehen. Lagerraum Keller. Okay. Okay, das heißt, hier geht's die Treppen wieder hoch. Und hier geht's rein, ja. Hey, Forrest! Peggy, give me some Alter. warning before yelling down the intercom? Sorry. Buzz the intercom when you find something and want to discuss it. Okay. Eine Kassette. Hier kann man auch eine Kassette abspielen. Okay. Peggy, I've found a tape and a map down here. A map of what? Looks like it might be to somewhere in this storage area. Weird. Well, maybe the tape will give us more information. Give it a play. Okay, machen wir mal. George Barrow, 1968. That's when this all began for me. Follow the maps, find the tapes. I'll be waiting. Wait, George Barrow? We all heard that he drowned after a night out drinking. Was it actually Clive? Has Clive really been the whistling man for that long? He says I need to follow the maps and find the tapes. I guess that's what this map is about. I think we need to see what else is hidden down here. Be careful, Forrest. Keep looking. Buzz the intercom when you found something. Okay.
Hier ist die gleiche Karte wie bei uns oben. Keller Creek, ein friedlicher Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Einst ein schweißtreibendes Jagdrevier für die Allerbesten. Jetzt ein angenehmer Zwischenstopp auf Reisen. Okay? Ob man wegen der Sehenswürdigkeiten hier ist oder nur auf der Durchreise, sobald man auf einen Einheimischen trifft, hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Freund fürs Leben gefunden. Herzlich willkommen. Okay? Okay, das heißt... Alter, das heißt, wir müssen so viel untersuchen. Das wird eine längere Folge als gedacht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man direkt hier runter muss. Aber okay. Muss man ganz schön viel untersuchen. Alter. Hier kann man nichts öffnen, okay. Das ist Kabeltrommel? Ne, das sieht aus wie Draht oder so. Sie ist aber nichts. Okay. Wir gehen mal hier rein. Alter. Time of autopsy is 7 a.m. Cause of death is asphyxiation from drowning. The degree of rigor mortis indicates that the subject has been deceased for 5 hours. That puts the time of death... Okay. Hier können wir nicht ran, okay. Okay, da ist nichts Interessantes. Was ist das? Lieferdatum. Aha. Alles mit zur Lieferung und sowas. Mal, da unten ist was. Installation ist möglich. Neue Teile erforderlich. Neues Installationsdatum 17. September. Kunde möchte Einbau selbst vornehmen. Okay. Radio Sender KFM, okay. Die wollen es selber vornehmen. Ah. Systemübersicht. Das könnte vielleicht sogar für später noch interessant sein. Mach es mal hier hin. Sicher, dann kann ich das Ding mit hochnehmen. Alter. Junge. Unheimlich. Okay, da wird angezeigt, wo es nächste Kassettenrekorder sozusagen ist, okay. This looks useful. Ja, Polizeidienststelle. Datum des Berichts 3. September 1968. Erstellt von Sheriff J. Matthews. Ausführlicher Bericht. Gegen 4 Uhr ging der Anruf einer Joggerin, einer Miss Sandra Sharp, ein, die in der Talsperre eine angeschwemmte Leiche entdeckt hatte. Ich fuhr hin und konnte die Leiche vor Ort als die von George Barrow identifizieren. Ich setzte mich mit dem Büro des Gerichtsmediziners und mit den Eltern des Jungen in Verbindung. Sie teilten mir mit, dass sie ihn zuletzt am 2. Mai um 19 Uhr gesehen hatten. Okay, hier ist nichts mehr, okay? Interessant. Small lacerations to arms, legs, and face, typically obtained by running through foliage. Severe blistering to the feet, as though the deceased had been running without stopping. Das lassen wir mal offen. Damit wir wissen, dass es dort war. Alter, was ein Gewusel hier.
Das war wahrscheinlich die Stelle mit dem, ja. Preliminary toxicology results shows no signs of inebriation. However, a high amount of cortisol was found, indicating elevated levels of stress in the immediate moments before death. Okay. Cortisol, was ist denn das? Irgendwas, so ein Schrank, wo ein Ventilator draufsteht. Okay. Muss es auf einmal rot. Wahrscheinlich, weil ich es schon sozusagen berührt habe. Ist die Stelle? Gucken wir mal. Das ist aber sehr dunkel. Da ist nichts. Unheimlich. Mit dieser Musik. Wirklich unheimlich. Ah, hier. Additionally, there appears to be a post-mortem injury to the arm. It looks like it was trapped in a car door. Okay, krass, krass. Hier sind auch Schallplatten, aber die kann man nicht aufheben. Schade. Ich dachte, um vielleicht die Sammlung zu vervollständigen, aber vielleicht 2 gesammelte Schallplatten, Papierkugelkörper vom Schreibtisch aus. Habe ich nie gemacht. Was steht da drauf? Zuletzt gespeichert, Spielzeit 3 Stunden und 51 Minuten, okay. Kommt vielleicht vom Let's Play dann auch ungefähr so hin, ne? Oh, hierfür müssen wir ducken. Es ist dieses Ding, das könnte dieses, Alarmanlage-Zeug sein. Ja, das kann es sein. Ja, das ist es sogar. Glaube ich. Finden wir noch irgendwas oder habe ich schon alles? Oh. This has to be important. Das muss wirklich wichtig sein. Okay, dann lesen wir mal durch. Name des Verstorbenen George Barrow. Zeitpunkt des Todes 2.9.1968 gegen 21 Uhr. Der Verstorbene ist ein männlicher, weißer, 18 Jahre alt. Erstickungsmerkmale deuten auf Ertrinken als Todesursache hin. Weitere Details unter Abschnitt 2 Absatz 4, okay. Schiffwunden an den Fingerknöcheln stammen vermutlich von vergangenen Schlägereien, was mit der aggressiven Vorgeschichte des Verstorbenen übereinstimmt. Es wurden keine weiteren Verletzungen festgestellt. Nach Ansicht der Gerichtsmedizinerin gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Okay. Es wurden keine weiteren, weiter runter. Zusätzlich weist der vorläufige toxikologische Bericht auf einen hohen Alkoholgehalt im Blut des Verstorbenen hin. Okay. Die Gerichtsmedizinerin ist der Auffassung, dass der Verstorbene im alkoholisierten Zustand schwimmen gegangen und im Zuge dessen ertrunken ist. Datum 3.9.1968, Uhrzeit 7 Uhr. Medizinerin Virginia Sullivan. Okay, mit der hatten wir auch mal telefoniert. Tut mir leid, dass ich Ihnen das aufgebürdet habe, Virginia. Das ist dieser Zettel, wo das draufsteht. Okay. Ich hoffe, ich habe es recht soweit gut vorgelesen heute. Wenn nicht, könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ich vielleicht Scheiße gelesen habe oder so. It is the coroner's opinion that the
subject likely feared for his life and was chased, resulting in a fall from a height into a body of water where he hit his head, was knocked out, and drowned. Following that, he was moved. Dr. Sullivan, we need to have a talk. Is that recording? Shut it off. Okay. Krass. Kugelschreiber. Nichts Interessantes. Auch nichts Interessantes. Haben wir jetzt schon alles? Oh, Künstler Cage Tiger. Song One Last Goodbye. Okay. Ooh, a new vinyl for my collection. Nice. If you're listening to this, then I'm probably dead. What the? I'm a man who likes to stay informed. I've got subscriptions to newspapers all over the country. A few weeks ago, I noticed headlines cropping up in those papers, one after the other. Each headline about a murder. Each murder, the death of someone I knew almost 20 years ago. And each one drawing closer to Gallows Creek. Drawing closer to the anniversary. None of us are innocent, but I don't think we deserve killing. All I hope now is that I can save some folk from the worst. That I can, I don't know, do something to make up for what I did back then, I guess. I didn't kill anyone, mind you, but that's past mattering. Now, there's more I could say, that I should say, but my employer made it clear that my family would pay a high price if I ever spoke out. So, hopefully I've said enough for you, listener, whoever the hell you are, to start putting the truth together. What the hell? Peggy is not gonna believe this. Ach du Scheiße, Clive ist nicht der Mörder. Clive ist nicht der Mörder. Heilige. Heilige. Oh, krass. Haben wir ja noch irgendwas übersehen? Man kann ja noch gucken, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Weil es könnte sein, dass wir vielleicht noch Dokumente oder so... Na, da waren wir schon, da war nichts drin. Ob wir vielleicht irgendwelche Dokumente vielleicht übersehen haben. Ich guck einfach mal. Es kann nämlich sein... Okay, hier habe ich nichts übersehen. Ich gehe mal auf die Seite. Das hatten wir schon, okay. Hier war aber, glaube ich, auch sonst nichts, ne? Vielleicht haben wir schon alles. Wir gehen erstmal wieder raus. Und dann reden wir mal mit Peggy. What have you found, Forrest? It's an autopsy tape. Doesn't say for who, but I think it must be for George. Poor George. He was so young. Something's bugging me, Peggy. What do you mean? I swear I recognize the voice of the woman talking on the tape. I just can't place it. Seriously? Do you think you've met her before? I don't know. I mean, I just got here recently. I don't know. Found another tape. It talks more about how George died. What did it say? It sounds like he was running for his life. Sprinting through trees and bushes, getting cut up all over. What would drive someone to do that? I'm not sure yet. There's also a tape about a toxicology report. There were no signs of drinking or that he was on anything. What? But everyone
Everyone said he went swimming drunk and drowned. It was in the newspaper and everything. I found a written autopsy report. What does it say? According to that, it's just like you said at the start. George drowned after getting drunk. Said he liked to fight, too. But that contradicts the tape. I know. And I think I know why. There's a note with the report that says, "I'm sorry I made you do this, Virginia." If it was on the autopsy report, then Virginia must be our coroner. Wait, the caller from earlier, when we had to call the takeout restaurants, wasn't her name Virginia? We need to call her back once we finish down here. It looks like she might know something about what's going on. I found a tape that introduces a new detail to the story. Post-mortem injury. Apparently, his arm got caught in a car door. A car door? Yeah, after he died. How do you suppose they can tell? How can they tell? I'm a radio producer, not a coroner. The written report I found doesn't mention it at all. How did his arm get trapped in a car door after he died? Unless he got it when the police collected his body, I guess someone else must have moved him after he was dead to where he was eventually found. But the report, what is going on here? I found a police report. Mentions a friend from earlier, Sandra Sharp. Sandra. The jazz runner? That's right. She found George's body washed up at the reservoir. The reservoir? Yeah? What's strange about that? George got cuts from running through foliage, right? But there's no forest around there. Also, how did it wash up at the reservoir? What do you mean? Reservoirs don't have tides. But that's what the police report said. It's not possible, though. I did a school project on reservoirs and got an A. But, yeah, not important right now. The important thing is that it doesn't make sense. What are you suggesting then? That the body was originally found somewhere other than what the report suggests? That the sheriff tried to cover it up, but accidentally let something slip? Something like that. I think. Well, Sheriff Matthews wrote the report. If he hadn't been eviscerated, we could have asked him. True. But Sandra is still alive? Once we're done down here, we should give her a call. In another tape, the coroner comes to the same conclusion as I did. George was running from something. Maybe an animal? Maybe, but then there's this next bit, where the coroner thinks he was moved post-death. So she agrees with us. At the end of the tape, someone burst in and demanded Virginia stop recording. I think it was Clive. This is starting to make sense now. This is a conspiracy to cover up what happened to George. I think I found Clive's last recording. I think Clive might be gone. Gone? I found a confession. Not for any killings, but for playing a part in covering up George's death. He left this behind in case he died. He hoped someone would find it. Do you think the Whistling Man already got him? Possibly. We've had a lot of callers tonight, but maybe not every victim made it to the phone, you know? We don't know how many there really are. Christ, Forrest, that's dark. I know, but Clive said he had read about other murders in other towns, and that the murders were all folks who knew about the incident. And the killings were getting closer to Gallows Creek. He said he wanted to do something good for once. The board in his office. He wasn't tracking people down to kill them. He was tracking them down to save them. Ugh, why didn't he just come out with all of this? He said his employer threatened his family if he spoke out about any of it. His employer? The one who orchestrated the cover-up? Oh, Clive. I'm sorry for thinking you'd killed all those people. Do you think you found everything? I think so. Forrest, what's going on here? Someone wanted that boy's death to seem like an accident. And they hired Clive to make it look that way. Come back upstairs when you're ready. We need to figure out our next step. 3 Uhr nachts. Krass. Thank God you're back, Forrest.
I've been running out of stuff to pad our airtime with. Peggy, you work in radio. Forrest, I'm stressed. I mean, really. How are we supposed to keep a show going with all this happening? Ja, das ist im Prinzip unsere Aufgabe. This is our job, Peggy. We gotta do it. You're right. So, what's the plan now? I think we should call Virginia back. All right, I'll get her on the line. Okay, Forrest, shut the music off. Gleich, Leute. Erstmal machen wir einen Cut, denn wir haben ganz schön viel jetzt rausgefunden in dieser Folge. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Keller Frequency. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video gern einen Daumen nach oben da. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich bin raus. Bis dann. Euer Kommissar 21. Yeah.